Der Cayenne Coupé. Wir sind im Porsche-Zentrum Saarland, heute in einer sehr bemerkenswerten Farbe. Anders kann ich das gar nicht sagen, denn es ist eine Farbe, die man so auf der Straße nicht so oft sieht. Hier ist Michael Theisen, ich grüße dich herzlich. Hallo Sven, servus. Ja, wir drehen heute am, ich guck mal kurz, den 6. April 2020 und es ist Corona-Zeit. Ja, und hier sehen wir wirklich ein, ich sag mal, Schmuckstück der Porsche Manufaktur. Und in welcher Farbe? Das ist die Farbe Kreide. Genau, dadurch, dass die Kundeninteressenten im Moment nicht zu uns kommen, haben wir gesagt, komm, mit dir zusammen zeigen wir mal, was haben wir hier eigentlich, damit die Kunden mal doch einen Einblick bekommen in ein paar schöne Fahrzeuge, die hier stehen. Und hier steht ein wunderschönes, wie du gesagt hast, Cayenne S Coupé. Also Coupé ist erstmal die erste Neuerung. Cayenne, klassische Form, kennt jeder, aber hier geschwungen mit dem abfallenden Heck als Coupé steht er doch nochmal ganz anders da. Also ein wunderschönes Fahrzeug. Ja, ihr habt damals, als der Cayenne auf den Markt kam, versprochen, dass der Kunde, der einen 911er kennt, einen echten Porsche kriegt. Das heißt, mit echten Sportwagen-Genen. Ja. Ist das immer noch die Prämisse? Ja, also auch hier muss man dabei sein, gegenüber dem Vorgänger, der auch schon sehr, sehr gut war. Da war ja ein Riesensprung dem Vorvorgänger gegenüber. Aber hier ist es so, das ist ein wahnsinnig tolles Auto, was Straßenlage betrifft, Interieur betrifft, auch Infotainment jetzt. Also wirklich, das ist wiederum ein Quantensprung. Ne? Ja, wir gucken es uns mal kurz an, denn das Besondere an dem Coupé werden wir gleich mal sehen. Es ist nicht so angeordnet, wie bisher der Cayenne war. Das heißt, wir haben eine sehr stark abfallende Kante nach hinten, die das Ganze ein gutes Stück sportlicher machen. Ich zeige es mal gerade im Vergleich. Dahinter steht noch einer, direkt dahinter. Und da sieht man eigentlich sehr schön den Unterschied von den Kanten. Er ist ein gutes Stück, wie soll ich sagen, geschmeidiger, ein bisschen näher dran am 11er. Genau, aerodynamischer. Gut, die Flyline, die haben wir überall drin, auch in dem normalen, aber ich mache mal gerade, Vorsicht, den Kofferraum auf, da sieht man so eine Veränderung. Also er ist natürlich etwas flacher, das bringt es mit sich, dass wir nicht mehr diese wahnsinnige Höhe haben, aber dafür ist das Auto viel dynamischer, ne, vom Auftreten. Ja, er liegt relativ hoch, was so Menschen wie mir sehr entgegenkommt, ja. Denn ich sag mal, der tägliche Einstieg in einen 911, der fällt unter Umständen manchen Leuten schwer, muss man sagen. Also das ist ja nichts Schlimmes, wenn ich älter werde, habe ich vielleicht meine kleinen Wehwehchen, Gebrechen, habe vielleicht was an der Hüfte oder habe was am Knie. Und der Einstieg hier ist schon wesentlich bequemer. Du selber fährst auch einen. Ja, also es würde noch gehen vom einen Aussteigen her, aber wobei, das geht ja bei vielen. Man muss auch dabei sein, viele, auch ältere Leute, die wir haben, viele Jüngere haben ja auch schon Probleme mit Wirbelsäule oder Bandscheibenvorfall. Aber natürlich ist es hier. Steig mal ein. Also ich zeige das mal. Erstmal die Bodenfreiheit hier. Der ist jetzt Vierrad angetrieben, der hier? Ja, immer. Der ist immer Vierrad angetrieben. Sind immer Vierrad angetrieben. Ja, das ist ja nicht überall so. Ganz viele SUVs sind ja gar nicht mehr Vierrad angetrieben. Bei Porsche immer. Immer, genau. Das ist immer Automatik, immer Allrad. So, jetzt darfst du mal ganz bequem einsteigen. Ist ein bisschen anders wie beim 11er. Man kann nämlich ganz locker, jetzt hast du den Kopf gestoßen. Ja, das ist, weil der Sitz zu hoch gestanden ist. Der Sitz war zu hoch. Was allerdings nicht schlimm ist. Kopf ist noch dran. Ja, hier ist ja alles mit gepuffert. Da passiert nichts. So, Sitz fährt jetzt massiv runter, muss man sagen. Da bin ich. Nee, Quatsch. Alles sehr schön. Gut. Das so, heißt, ich habe aber... Jetzt ist bequem. Genau, ich hab im Grunde genommen, wir haben eben kurz den 11er gezeigt, auch aktuelles Baujahr, was im Moment da ist. Das Interieur ist schon ein gutes Stückchen anders wie beim 911 oder ist es sehr ähnlich? Also was du jetzt hier siehst, ist eigentlich ähnlich. Der Tacho ist ein bisschen anders da, weil der beim 11er, da haben wir als Pate die 80er Modelle mit in der Konzeption gestanden. Hier ist es jetzt so, beim Design her ist es natürlich noch mal ein bisschen anders. Also das sieht man auch schon, die Zahlen vom Drehzahlmesser sind halt ein bisschen anders wie die jetzt im 992. Aber ansonsten vom System analoger Drehzahlmesser, 2 TFT-Displays und in der Mitte unser großes Display, das ist alles identisch. Ja, ich habe eine riesen Konsole. Ich habe ein bisschen mehr Platz wie beim 11er, muss man sagen. Ja, natürlich. Das heißt, das Fahrzeug ist insgesamt ein bisschen breiter? Das Fahrzeug ist breiter. Natürlich, man muss sagen, auch im hinteren Bereich, du hast halt mehr Beinfreiheit. Ne? Das ist ein ganz anderes Konzept. Da geht es schon eher in Richtung Panamera rein. Okay. So, dann steig mal kurz aus.
Du hast es zu Recht gesagt, da geht es in Richtung Panamera. Der Panamera, eine Reiselimousine, muss man ganz klar sagen. Ist das hier ein Fahrzeug, was jetzt auf die Zielgruppe Panamera so ein bisschen abzielt, dass man sagt, man möchte da vielleicht so eine Art SUV / also vielleicht nicht ganze Limousine, aber auch kein SUV, sondern irgendwas dazwischen? Also natürlich ist das Coupé ein absolute, nicht ein Trendauto, aber Trend ist ja sowieso SUV. Aber man hat natürlich gemerkt, dass der Macan zum Beispiel super interessant bei den Kunden angekommen ist. Also sie haben sehr schnell das Fahrzeug geliebt, aber teilweise bemängelt, dass es etwas zu klein war. Der Cayenne ist dann von seiner Form her nochmal sehr, sehr viel SUV und deswegen ist es super interessant und das Auto kommt auch sehr gut an bei den Kunden, zu sagen, man geht jetzt auf, ja, ich will jetzt nicht sagen einen aufgepumpten Macan, aber auf ein größeres Fahrzeug, was nach wie vor die Ausstattung, die Vorteile eines Cayenne bietet, aber vom Design her so ein bisschen mehr, ja, Kompakt-SUV. Wir haben draußen jetzt gerade einen Macan, wenn man gerade mal da drauf guckt, ne, können wir auch später vielleicht mal noch reinholen, ein Fahrzeug, aber das sieht man, also die Form ist halt nicht 100% SUV, ne, mehr so Kompakt-SUV und das lieben eigentlich die Leute hier an unserem Coupé. Ja, also ein komplett neues Konzept. Hinten ganz Understatement. Man kann den Porsche-Schriftzug fast gar nicht erkennen. Leuchtet der noch, wenn er fährt? Oder? Nee, ist das so? Ja, das ist so. Den haben wir jetzt schwarz. Ich mache mal gerade die Lampe an, dann kann man es überhaupt mal sehen. Das ist, also, den kann man wählen. Den könnte ich auch in Silber haben? Genau, also standardmäßig ist er Silber, wie jetzt rechts kannst du mal gerade drauf zeigen. Da ist, so würde er normal aussehen. Aber dadurch, dass jetzt hier bei dem Auto ganz viel schwarze Applikationen sind, haben wir gesagt, dann machen wir den auch noch schwarz, dass er nicht als Störer dort silber ist. Ne? Das ist jetzt ein Lagerfahrzeug, das bedeutet, ihr habt den so praktisch jetzt geordert für jemand, der einen fertigen Porsche kaufen möchte, der reinkommt, der sagt, ich will den haben. Genau. Das heißt, viele ordern den nicht, sondern die vertrauen euch so ein bisschen. Das heißt, in der Farbwahl mit allem drum und dran, da kann man ja auch mal daneben liegen. Natürlich. Das heißt, der kommt nach einem halben Jahr und hier sehe ich ihn ganz genau, kann sagen, das ist mein Porsche. Was würdest du denn tippen? Also ich hab mir noch nie einen konfiguriert. Ich fand das immer schlimm, weil ich habe mal einen konfiguriert, da hat aber was gefehlt. Das heißt, der Berater muss schon mitspielen. Das heißt, ansonsten wählt man vielleicht Dinge nicht aus, die man später unbedingt braucht. Ja, also wenn ein Kunde, es gibt die zwei Arten. Also entweder gehst du auf ein Lagerfahrzeug, das ist jetzt einer davon, wo man sagen kann, der steht hier zum direkten Verkauf bereit, weil viele ja sagen, wir wollen jetzt nicht warten, bis unser neues Auto da ist. Viele müssen schnell reagieren. Unfallschaden vielleicht. Genau, das meinte ich zum Beispiel. Oder ein Leasing läuft irgendwo aus und man will auf ein anderes Fahrzeug gehen. Da ist natürlich so ein Auto sehr, sehr interessant. Unser Geschäftsführer, der Alexander Lang, der konfiguriert die Fahrzeuge größtenteils. Oft holt er uns auch mit rein und sagt, macht ihr mal oder was haltet ihr davon? Also ich finde den super schick. Also die Farbe elegant, plus, guck mal hier außen, du hast kein Chrom, alles ist schwarz. Alles Klavierlack schwarz. Ne? Und und wenn wir konfigurieren, dann ist natürlich das Fahrzeug so, wie wir es als stimmig empfinden. Ja? Statten natürlich teilweise etwas mehr aus, aber das ist für uns immer sinnvoller, anstatt dass man jetzt zum Beispiel, jetzt ist hier ein Chrono-Paket drin, eine Luftfederung hat dieses Fahrzeug. Wenn jetzt einer meiner Meinung nach auch nicht direkt sagt, oh, brauche ich das, brauche ich eine Luftfederung, brauche ich ein Chrono-Paket. Spätestens wenn er das Auto hat und fährt, ist er von solchen Sachen absolut begeistert und überzeugt und ich bin auch der Meinung, sein Nächster wird es dann immer wieder haben. Ne? Deswegen kann man guten Gewissens auf so einen, in Anführungsstrichen, Lagerwagen, auf ein Bestandsfahrzeug gehen, was wir hier haben. Ne? So, ich gucke mal gerade durch. Man kann prima rausgucken. Der hat sogar ein Glasdach mit drin. Das ist wirklich so krass. Man sieht es von außen überhaupt nicht. Ja, ich zeige das mal gerade. Es geht jetzt mit über. Das hat er immer. Man sieht es gar nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass er ein Glasdach hat. Wie ist denn das jetzt? Im Sommer, das Dach, kann ich das zumachen oder ist das so konzipiert, dass es dich nicht stört? Also du kannst ein Rollo zufahren. Wenn du jetzt sagst, es ist nach wie vor so, dass zu viel Licht reinkommt, es dir zu hell ist, obwohl es schon ordentlich ist, das würde funktionieren. Aber man muss dabei sagen, das Dach an sich ist mit so viel Folien beschichtet, also da sind so viele Folien mittlerweile eingearbeitet, dass die Wärme draußen bleibt. Die Wärme bleibt draußen, deswegen muss es eigentlich nicht zufahren. Ja, genau. Verstanden. Steig mal hinten ein, du spielst mal das Kind. Wie groß bist du heute? 1,85 bin ich heute. Hat der 4 oder 5 Sitze? Der hat, je nachdem wie du magst. Wir haben jetzt dem hier die 5-Sitzigkeit gegeben, standardmäßig sind es 4 Sitze.
Okay. Ja, dann hast du eine andere Mittelkonsole. So, du hast jetzt nichts umgestellt, das heißt also, du hast gar kein Problem. Oben noch Platz, sag mal? Ich habe oben auch noch Platz, also da ist noch viel Platz. Ich könnte mich jetzt auch noch etwas mehr nach hinten setzen, dann habe ich hier mehr Beine. Aber so, sage ich mal, würde ich gemütlich sitzen. Ich habe hier noch, man sieht, die Vorbereitung für ein Pad-System, für ein Infotainment-System. Kann man die Sitze in der Neigung verstellen, hinten? Die Sitze hinten, die sind relativ fester. Also du siehst, du kannst die minimal einstellen. Aber ja? ich kann schon sie auf eine leichte Liegeposition machen? Genau, also das wäre jetzt die hinterste Position. Ja, aber das ist doch schon liegen, das meinte ich ja. Das, das heißt, ich kann die so machen, dass ich bequem hinten mich hinlegen kann. Also zum Beispiel könnte ich mein Kind Isofix drin. Isofix hat er, ja natürlich. Die Außensitze immer, ja. Okay, Außensitze Isofix. Dann steig mal aus. Denn meistens sitzt man ja vorne, wenn man nicht gerade Kind ist. Ja? Man darf, glaube ich, sogar mit dem Kindersitz vorne fahren. Also wenn man einen Spezialsitz hat und den man hat der vorne Isofix? Nee, vorne nicht. Je nachdem, was du für einen Sitz hast, oder so eine Sitzerhöhung hat man ja meistens für vorne. Ne? Also mein Sohn, als er ganz klein war, der hat immer vorne gesessen. Der hat so einen 5-Punkt-Gurt gehabt, ja, was ist noch der Sitzhersteller, der berühmte. Du hast auch Kinder. Ja, sag's. Der Recaro. Der Recaro hat er drin gehabt, ja. Und ja, cool. Ja, das ist auch bei meinen Kids, gut, zumindest mal bei dem Größeren, der will auch nicht mehr hinten sitzen. Ne? Vorne macht mehr Spaß. Gut, er muss ja. So ist es. Ich glaube, die Kinder gehören auf den hinteren Sitz. Ende. So ist es. Alles ist elektrisch. Alles ist elektrisch. Also wir haben jetzt hier einen Sitz, der ist 14 Wege. 14 Wege bedeutet immer, der hat dann auch die Lordosenstütze, wo man im hinteren Beckenbereich noch mal ein bisschen sich alles einstellen kann. Hat er hier jetzt nicht eine Massagefunktion geben. Das wäre dann der mittlere Knopf. Wie gesagt, der hier hat die Ausstattung jetzt nicht. Das hättest du natürlich bestellt für dich. Ist ja klar. Ist das gut, die Massage? Ich wollte gerade sagen, man muss es lieben. Ne? Ich bin jetzt auch zu derjenigen, ich gehöre zu denjenigen, die sagen, ich mag es jetzt nicht unbedingt. Aber das muss jeder selber für sich entscheiden. Ich bin noch nicht der Langstreckefahrer. Die Sitzfläche sehe ich sogar, kann ich vorstellen. Genau, also hier fehlen jetzt eigentlich 2 Tasten. Du kannst noch 2 dazu wählen. Das hier ist jetzt einmal die vordere Auflage rein und raus fährt. Und dann gibt es hier oben noch eine, die quasi die Seitenpolster hier und hier verstellen lässt. Das ist dann der 18 Wege. Dass es ein bisschen härter wird. Genau, dann wenn hast ich das du noch will. mehr im Kurvenbereich, noch mehr Sicherheit. Aber man muss auch dabei sagen, diese Sicherheit, die ist auch immer wieder an die Assistenzsysteme gekoppelt. Wenn du zum Beispiel einen 18-Wege-Sitz hast und du merkst, dass du eine Bremssituation hast oder das System reagiert, weil du gerade nicht aufpasst, dann wirst du merken, dass der Sitz dich fest eindrückt. Also der macht den Sitz schmaler sozusagen, um dir noch mehr Seitenhalt zu geben. Ist immer alles, also eine Komfortsache, wie jetzt zum Beispiel den Sitz besser auf dich einzustellen, ist bei Porsche auch immer im Sicherheitsfalle mitgekoppelt, um dir die bestmögliche Sicherheit dort zu leisten. Ne? Ja, da hätte man ja schöner machen können. Einfach die Schrauben da so schwarz rausgucken zu lassen. Aber nee, die haben eine Funktion. Genau, das ist vom Ablauf her, auch vom System her, ist es halt so, dass die offen sein müssen. Ne? Ist das der Dachträger? Nee, den ich ja festmache. Den gibt es nicht. Also du kriegst hier keinen für aufs Dach. Du kannst hier was reinklicken, aber das ist ein System, sage ich mal, das liegt auch im hinteren Bereich an. Ne? Also okay. Da könntest du das in dem Moment mit nutzen. Ne? Okay, das heißt, wahrscheinlich ist es dafür, zur Fixierung ist es da, ja. Ich habe es jetzt gar nicht genau gesehen, ja. Ist nicht schlimm. Kann man hier den Motor sehen eigentlich bei dem Fahrzeug? Den Weil den 11er Motor sehe ich ja nie. Wir gucken einmal noch mal kurz hinten rein, denn die Variabilität von dem Fahrzeug ist natürlich toll. Wenn ich damit mal zum Möbel Martin fahre oder zum Ikea, dann kann ich auch mehrere Billies mitnehmen, sogar größere Sachen. Genau, das ist immer sensationell, wenn die Leute mit ihrem Einkaufswagen davor stehen, ne? und dann was habe ich heute noch für ein Auto dabei? Das habe ich aber schon mit dem 11er. Da habe ich irgendwie 37 Kisten rausgeladen, ein Panamera 35. Die Leute sich immer gefragt, wie geht das? Das geht. Aber ich habe hier ein Reifenkit mit drin, also kein vollwertiges mehr. Muss man sagen, das ist State of the Art, oder? Ja, also man muss auch dabei sagen, heute solltest du keinen Reifen mehr wechseln. Egal, wo du stehst, ob eine Landstraße, im Dorf oder so. Gefährlich, verrückt. Also gerade auf der linken Seite, ja. Hier ist, wenn du keinen Handyempfang mehr hast und nichts geht mehr, dann kannst du das wählen. Ansonsten hast du immer noch die Porsche Assistance im Nacken. Stimmt, die ist ja auch mit dabei. Richtig, das heißt, die stellen dir sogar ein Ersatzfahrzeug, wenn du irgendwie liegen bleibst. Genau. Du musst nur einen gewissen Abstand zum Händler haben, oder? Nee, das ist egal. Also da, wo du liegen bleibst, das gilt europaweit, auch wenn der Reifen kaputt ist, die kommen dich einschleppen. Ja. Cool. Sitze kannst du rumklappen. Ja.
sogar mitten drin, das heißt, du kannst die Skier durchladen, wenn du nur in die Mitte rein machst. Skisack vielleicht noch sogar in Verbindung mitnehmen, ja, das würde auch funktionieren. Cool, dann mach mal zu. Dann gucken wir uns den Motor mal an. Ich gucke mal auf die Uhr, 15 Minuten. Die Farbe ist schon, wenn ich so überlege, so der Trend ging ja immer zu entsprechenden Metallic-Lacken. Jetzt haben wir hier einen 911, der hat eine ähnliche Farbe, die hinten drin ist. Das ist schon sehr, sehr, ich sag mal, reduziert, die Farbe. Aber das macht's, glaube ich, oder? Meinst du die Innenfarbe? Nee, außen. Ach so, ich habe jetzt dadurch, dass du auf der anderen Seite warst, nicht verstanden. Also dieser Kreidefarbton ist im Gegensatz zu den normalen weißen, wie man, jetzt ist hier auch Kreide, wenn wir mal einen 11er sehen, also und hier vorne sehen wir mal ein weißes Fahrzeug, ist eine sehr beliebte Farbe, ne? Weil es so ein bisschen schlammig ist und gerade in Verbindung mit viel Schwarz das Auto sehr schön dastehen lässt. Ja. So, da ist er, 2,9 Liter V6S. Sag mal, in Amerika gibt es da auch diese Motoren oder gibt es da andere? Also es gibt auch für Japan, jeder hat den Motor ein bisschen anders da. Ne? Japan hat einen Vierzylinder-Hybrid, den haben wir hier in Deutschland nicht. Also ob der Motor jetzt dort 1:1 so verbaut ist, vielleicht ist es der Motor, aber auch der muss dort nochmal andere Anforderungen bringen. Ne? Das ist schwierig. Da vorne steht VW AG. Ich dachte es beim Porsche. Es ist auch durch ein Porsche, aber Spaß. Gehört zum Volkswagen-Konzern. Es ist gut, dass wir darüber sprechen, genau, ja. Weil man muss sich heutzutage auch teilweise Motoren, der Panamera Unterbau zum Beispiel wird auch für das Bentley Cabrio verwendet. Also man muss heutzutage, das ist ja der Profit, Kooperation machen, sonst wären die Autos auch gar nicht mehr bezahlbar für unsere Kunden. Ne? Och, die ist aber süß, die Batterie, so winzig. Das ist unser Ladegerät, da kommen wir dran an die Batterie. Genau, die Batterie ist ganz woanders, aber das ist der Zugang zur Batterie. Genau, die Batterie ist weiter hinten versteckt, teilweise sogar im Fußraum Beifahrer und hier hast du immer die Möglichkeit, ein Fahrzeug fremd zu starten oder Starthilfe zu leisten. Also wenn die hier stehen, ganz wichtig, die müssen ja voll aufgeladen werden, aber vom Motor sehe ich jetzt nicht so viel, muss man sagen. Das heißt, die Motorabdeckung lässt... Genau. Wenn du die wegnehmen würdest, würdest du es sehen, ich lasse es jetzt mal, aber darunter ist natürlich direkt der Motor. Ne? Aber du musst ja auch nichts mehr machen hier vorne drin. Ne? Also normal bleibt die Klappe vorne sowieso immer zu. Sehr schön. Ja, vorne große Kamera mit drin. Genau, Radar? Der hat dieses Frontsystem, Radar, genau, was auch die ganzen Assistenten beinhaltet. Bremsassistent hat hier vorne noch eine kleine Kamera. Das ist jetzt aber eher für die 360-Grad-Kamera. Und wir haben noch eine dritte Kamera. Sieht man jetzt ein bisschen weniger oben im Spiegel. Ne? Ich weiß nicht, ob man sie erkennen kann. Ja. Über dem Spiegel, da ist auch nochmal eine Verkehrszeichenerkennung ist dort untergebracht. Diese ganzen Systeme. Also der hat aber keine 360-Grad-Kamera. Der hat eine. Das heißt, im Spiegel hat er auch noch welche? Genau, unten drunter. Kannst mal schauen. Ich zeig mal gerade. Das heißt, wenn ich da fahre, das ist, glaube ich, sehr praktisch. Die kosten ein bisschen was, aber sie schützt auch. Ja, also, der ein oder andere holt sich nochmal zurück, das Geld, in dem nichts nachlackiert werden muss oder so. Also ich habe erst zuletzt meinen T6 gegen die Hauseinfahrt gefahren, weil ich keine Rückfahrkamera hatte. Und dann, das erste, was ich dann eingebaut habe, war die Rückfahrkamera. Irgendwie hatte ich die vergessen zu ordern. Aber rundum ist natürlich gerade so Poller, Steine, die irgendwo liegen, die man gerne mal mitnimmt. Der Vorteil hier ist natürlich, er berechnet ein 3D-System. Das heißt also, du siehst dein Auto von oben und auch beim Einparken jetzt heute Morgen, du siehst natürlich genau die Parklinien rechts und links und kannst dich schön mittig stellen. Zeig mir das mal. Ich will das mal sehen. Das ist bestimmt sehenswert. Wie cool. Das sind jetzt so die ganzen Systeme, die du dort einwählen kannst. Ich mache jetzt mal gerade auf die schnelle Art einfach. Müssen wir vielleicht mal gerade die Tür zu machen. Warte, ich mach das mal. Siehst du es nicht so, wie du es gerne sehen würdest. Also ich mache jetzt mal den Vorwärtsgang rein. Es ist natürlich gerade kein Hindernis. Der Elber ist noch zu weit, sonst würde er sofort, wir können trotzdem mal ein Stückchen fahren. Außerdem ist ja noch das Ladekabel dran. Ja, das ist aber nicht schlimm, das hat genug Spiel. Dann machen wir die Rückfahrkamera an. Also, das Auto rechnet immer aus. Also wenn ich fahre, wird es ergänzt? Genau. Also das Auto rechnet immer aus, bin ich vorne oder hinten unterwegs. Ich mache mal gerade den Ton aus. Und jetzt sehen wir hier unser Fahrzeug. Das ist also, da siehst du die Kamera jetzt von oben. Hat jetzt die Rückfahrkamera. Jetzt zeige ich mal die Frontkamera. Die hätten wir normalerweise gesehen, wenn wir jetzt nach vorne gefahren wären. Wir sehen, der Abstand ist zu groß, deswegen hat er es nicht erkannt. Sonst wäre die automatisch angegangen. Also das ist schon der erste Vorteil. Er zeigt immer vor, zurück. In die Richtung, wo du gerade Ich sehe aber auch die Seite. Das heißt, ich sehe, was ich glaube ich normal nicht sehe, gerade auf der rechten Seite, toter Winkel. Du siehst die Seiten von oben, immer alles groß dargestellt. Deine Seite, Bordstein zum Beispiel ganz interessant. Meine Seite, was aber auch ein Riesenvorteil ist, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Panorama gehen. Jetzt sind wir nochmal vorne unterwegs.
Wir sehen viel mehr Autos. Also wir sehen den blauen Elva, der ganz dort hinten steht. Und das ist eigentlich interessant, wenn du eine Ausfahrt rausfährst, vorwärts oder rückwärts. Du siehst viel, viel mehr, als du eigentlich mit deinen Augen siehst. Ne? Und das ist der Vorteil einer Kamera. Die kann ich einzeln anwählen. Das ist doch ganz einfach. Mich haben Leute immer gefragt, wir haben ja mal das Video gedreht über, ist schon ein paar Jahre her, über das Thema Bedienung. Kannst du dich noch erinnern? Das war ja sehr erfolgreich. Genau. Das Connect-System, da kam das ja gerade erst. Richtig. Ich glaube, da war das ja in dem ersten drin. Ja. Ist das denn zu bedienen? Kann ich das ohne Informatik studiert zu haben? Natürlich. Oder muss ich meinen Sohn fragen, der mit der Switch? Der macht das auch. Aber standardmäßig gibt es dir das Auto ja vor. Geht die vordere oder die hintere Kamera an. Und dann kannst du wählen dementsprechend, möchte ich Panoramasicht, weil du gerade eine Ausfahrt rausfährst, wo du nichts siehst, oder lasse ich die Sicht, die da ist. Also eine 360-Grad-Kamera, wer sie mal hatte, wird sie lieben. Ne? Da sind wir aber nochmal bei diesem Thema Lagerwagen, aktuelles Bestandsfahrzeug. Da denkt nicht jeder dran. Viele sagen, oh komm, ich mache nur mal die Rückfahrkamera rein, aber es ist vielleicht ein bisschen mehr drin. Aber du wirst alles, was mehr drin ist, lieben. Ja klar, wenn ich dann gerade mal, was weiß ich bin unterwegs, fahre mal so rechts ran und da machen ja die Gemeinden gerne mal Steine als Begrenzung rein. Genau. Und die sind wirklich sehr undankbar. Das ist böse. Weil du musst noch nicht mal was bezahlen, weil der Stein geht nicht kaputt. Ja, nee, das ist richtig, ja. Das ist So. wobei, du musst Und dann sind entfernen. wir mal direkt bei 10.000 Euro Schaden, geht schnell. was halt sehr unangenehm ist, was vielleicht auch die Versicherung bezahlt, aber mein Auto bin ich ja dann ein paar Wochen los. Ja. Je nachdem, was alles kaputt ist, fahre ich mit einem kaputten Auto rum und so weiter. Okay, hier vorne sieht man die Sportmodi, alles elektronisch, echte Vierradantrieb. Genau. Das heißt aber, das ist jetzt nicht so wie beim Land Rover, da ist Elektronik dazwischen, oder? Ja, das sind Kupplungen und... Wir haben auch nichts Permanentes hier, das wäre zu träge. Wir haben aktiv, das bedeutet also, wir fahren immer viel mit Hinterradantrieb und wenn es benötigt wird, geht er 50-50 oder sogar mehr nach vorne wie hinten. Also das steuert er alles automatisch. Dadurch hast du aber dieses Sportwagen-Feeling halt immer noch. Ne? Den gibt es auch als Hybrid? Den gibt es auch als Hybrid, genau. Ja, was würdest du empfehlen? Also es kommt darauf an für diejenigen, man muss im ersten Step sagen, Hybrid hat natürlich den Vorteil, du kannst bis zu 40 Kilometer, 35 Kilometer rein elektrisch fahren. Du musst jetzt aber für dich bestimmen, macht das Sinn für mich. Ja? Wenn du jetzt einen Arbeitsweg hast, einen Weg, wo du sagst, die nutze ich die Kilometer bis dahin, und du kannst vor Ort nochmal laden, ist es mit Sicherheit super interessant. Ne? Ich habe einen Kunden, der hat einen Hybrid und der ist mit 4 Liter unterwegs, weil er es wirklich effektiv auch nutzt. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin eigentlich ein Langstreckenfahrer, ich fahre oft nach München, ich bin zweimal in der Woche über 300 Kilometer unterwegs am Stück, dann würde ich sagen, hat er, glaube ich, vom reinen Verbrenner mehr. Und die Power, der Elektromotor, gibt mir noch ein bisschen was? Der Elektromotor gibt dir zwar was, aber ist nicht so wild. Nee, die Frage ist wirklich, wie nutzt du es? Ne? Auch, man muss dabei sagen, wenn die Batterie leer ist ja auch die Power weg. Ne? Also das muss jeder für sich entscheiden. Aber dafür sind wir da, dafür sind wir hier vor Ort, dafür sind wir telefonisch per E-Mail zu erreichen, um genau solche Fragen beantworten zu können, um dort auch mit in der Entscheidung helfen zu können. 0,5% habe ich dann mit dem Hybridmodell? 0,5% hast du bei uns mit dem Panamera. Der Cayenne ist nicht 0,5%. Weil die Reichweite zu gering ist, nehme ich an, oder? Genau, das heißt, der müsste mehr Reichweite haben. Es kommt haben. immer auf die Batterien an, die verbaut sind. Mit den Batterien, die wir jetzt hier verbaut haben, haben wir, sage ich mal, für unsere Kunden, die damit unterwegs sind oder die sich für so ein Fahrzeug entscheiden, eine sehr, sehr langlebige Batterie, eine gute Technik, allerdings nicht die 0,5%. Kriege ich das E-Kennzeichen denn? Das E-Kennzeichen kannst du dir drauf machen. Okay, das ist ja für viele auch schon ein Bekenntnis dazu, dass ich das habe. Wird die Bremskraft rekuperiert bei dem Modell? Also auch mit der Bremskraft kannst du natürlich Energie zurückgewinnen. Das ist auch hier so. Ja? Das ist ja vielleicht auch ein Argument. Das heißt, der Verschleiß ist vielleicht ein bisschen geringer. Das ist so der... Verschleißthema ist mit Sicherheit ein Punkt, den du anschneidest, der okay ist, ja, also der gut ist. Aber die Bremsen, die werden ein bisschen weniger. Nur mit Bremsen kannst du. Ich merke so ein bisschen. Ja? Also da, ich sag mal, gibt es andere Konzepte, aber wenn ich das haben möchte, das habt ihr da. Mach doch mal bitte hier unten, wenn du mal gerade auf X drückst, das mal wegdrückst. Ja. Und da war eben links unten waren so kleine süße Pünktchen. Wenn du die mal anklickst, links unten im Display, genau. Die hier? Nee, ganz unten links, da, genau. Das ist das Menü. Unsere Apps. Genau, die Apps, wenn du mich da mal ein bisschen durchführst. Ja, gerne. Also, es gibt verschiedene Sachen. Pannenruf, das ist jetzt auch hier oben grün, ja, das ist die SIM-Karte, die integriert ist. Die ist dafür da, muss man jetzt nicht machen, dass im Notfall
Krankenwagen, Rettungsdienst. Genau, das heißt, wenn die aktiviert werden, Airbags wahrscheinlich auslösen Richtig, oder irgendwas das- Schlimmes passiert. Das macht er automatisch dann. Ne? Das ist, glaube ich, Pflicht mittlerweile, gell? Genau, Man muss in vielen ist Autos Pflicht, haben. ist Pflicht, genau. Wetter? Genau, da gehen wir jetzt mal drauf. Jetzt gehen wir mal in die Apps kurz rein. Also da können wir so ein paar Sachen abrufen. 6. April heute. Es ist heute und in den nächsten Tagen super schön. Wie cool. Also das brauche ich ja öfter mal, da muss ich nicht mein Handy rausholen. Ja, das eine Thema ist, du kannst es abrufen, aber warum hat man es hier? Es ist gekoppelt mit dem Navigationssystem, sollte im Winter irgendwo, du fährst eine weite Strecke, jetzt sollte bei München Schneesturm sein oder, dann würde es dir auch anzeigen. Das sind immer zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ja? Also dafür sind die Wetter-Apps da, News natürlich nicht im Navi integriert. Die kannst du jetzt ganz normal abrufen. Was ist los? Corona-Zeit ist es nämlich. Das ist der Grund, warum wir die Ja. Videos auch drehen. Das dazu, euer Laden ist leer, nur die Mitarbeiter sind da und Verkäufer. Ja. Denn ich sag mal, es ist ein Verbot, den Laden für den Verkauf zu öffnen, das Geschäft für den Verkauf zu öffnen. Genau. Und deswegen drehen wir mal ein paar Videos, zeigen das den Leuten. Genau. Ist schon eine außergewöhnliche Situation, oder? Ja, Auch für dich. es ist für uns eine ungewohnte Situation. Wir haben nach wie vor viele Anfragen per E-Mail, per Telefon, da sind wir auch froh drum und dankbar, aber es ist schon komisch, die Situation. Ich sag mal, zuerst mal ist es wie Urlaub, wenn du auf einmal nicht mehr jeden Tag hier bist, aber irgendwann glänzt auch zu Hause alles, die Nachbarn sagen, was ist los hier, ist alles renoviert jetzt. Also ich bin auch froh, wenn wir nochmal hier sitzen und unseren Kunden nochmal die Hand schütteln froh. dürfen. Und wenn die Leute auch in Sicherheit sind, ja, die aus der Zielgruppe sind. Ganz wichtig. Ja. Ja, das heißt, ich habe News. Was habe ich noch? Parken Genau, Plus. wir haben News, wir haben Parken Plus. Parken Plus nichts anderes. Es gibt eine Porsche Kreditkarte, die beinhaltet Parken Plus. Da gibt es einen kleinen Sensor, den machst du dir an die Frontscheibe dran und dann geht die Schranke auf, wenn du ins Parkhaus reinfährst, mit ausgewählten Parkhäusern, aber auch die großen Parkhäusern, die in einer jeden Stadt sind. Und wenn du rausfährst, geht die Schranke auch nochmal auf. Brauchst nicht an den Automat zu gehen, es wird mit deiner Kreditkarte abgerechnet. Tankstellen. Tankstellen. Mit Preisen sogar? Genau, jetzt habe ich schon was eingegeben. Quatsch. Lassen wir es mal nochmal so. Die Preise, 1,16,9 hat er angezeigt. Gut, das sind Traumpreise im Moment während der Corona-Krise, so Spritpreise. Aber das ist da, das heißt Diesel 1,89 €, Ja. schon günstig. Aber das kriege ich direkt angezeigt. Ja. Und was habe ich noch? Genau, das wäre über die Tankstelle. Gehen wir nochmal drauf. So, da haben wir noch Hotels, die wir suchen können. Okay, verstehe ich. Parkplätze, logischerweise Restaurants, Google-Suche. Google-Suche, ist okay. auch. Mit Sprache auch? Kannst du auch alles mit Sprachbedienung machen. Mach mal, sag mal Saarland-Fernsehen. Saarland-Fernsehen? Bitte bestätigen Sie den Hinweis. Machen wir mal gerade. Akzeptieren. Fahre mich zu Saarland-Fernsehen. Salonfernsehen wird besucht. So, fast. Saarland kennt er nicht, gell? Das ist das Problem. Aber ich sage jetzt mal, wir machen es jetzt mal anders. So. Man macht da einfach mal Google-Suche nach Saarland-Fernsehen. Aha. Okay, das heißt, eine SIM-Karte ist mit drin, 2 Jahre, glaube ich, umsonst. Genau. Ja, was heißt umsonst? Im Fahrzeugpreis enthalten. Ist im Fahrzeugpreis enthalten. Also du musst keine extra Gebühr dafür bezahlen. Ne? Guck mal, da bist du schon. Medien Saarland GmbH, Angela Braunstraße, da sind wir. Zufälligerweise sind wir sogar im gleichen Gebäude wie ihr. Das ist macht die Dreharbeiten sehr einfach. Ja. Zielführung spart. Da ist sogar die Webseite, guck mal. Ja, klar. Das ist ja krass. Ja, ist gut bewertet, eure Öffnungszeiten. Echt? Stark. So, wir steigen aus, komm. Alles klar. Müssen loslegen, 10:27 Uhr, eine halbe Stunde fast voll. Wir sind welchem Fahrzeug sind wir hier? Also im Cayenne S als Coupé, sofort verfügbar, freuen uns auf Genau. Anfragen. Aber ich gleich mal also wenn der übrigens schon weg sein sollte, dann habe ich erfahren, die haben sogar noch mehr Autos beim Porsche Zentrum Saarland hier. Der Porsche Cayenne S Coupé, da ist er in 8-Gang Tiptronic S mit 2,9 Liter Hubraum und der Außenfarbe Kreide. Ja, ihr habt alles schon gesehen, das sind die CO2-Effizienzklassen und der hat D wie Dora, ein kombinierter Verbrauch von 9,4 Liter nach WLTP. Kommt das hin? Kommt hin. Also ich denke, den fahrst du schon so im Alltag, wenn du nicht nur Langstrecke fährst, schon so mit 10,5 Liter. Aber dann wiegt das Auto ungefähr 2 Tonnen? Ja, klar, ja, also die hast du schon. Ja. Ich guck mal gerade drauf, müsst ihr mal stehen. 2125 Kilogramm, da steht's. So, Michael Theisen, ruft ihn an, einfach googeln, Michael Theisen, Porsche Zentrum Saarland. Vielen Dank, Michael. Tschüss. Sven, mach's gut, ciao.